Machen wir das eigentlich, was wir tun? Und dann war die Antwort einfach, weil es geil ist. Digga, wir haben Frühschicht am Start hier. Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich immer noch nicht. Aber wir sind wieder im ESN-Gym. Heute mal zu ganz unchristlichen Uhrzeit. Nicht ganz so gut gepennt, aber no excuses, wir ziehen heute durch. Machen jetzt das Shooting, später wird noch trainiert. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, hier Rücken zu zerlegen. Und dann geht's schon weiter. Stößchen auf euch, let's go. Deswegen, jeden Tag auch durchziehen in der Sache und nicht vergessen. 1%. Weißt du, wie das war? Wie in der Schule. Präsentation. Und ich hab's Plakat geschrieben. Aber dann dieses einfach, und dann am Ende so einfach so, Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, und zwar von der Cyber-Kombination. Arda am Start und wir trainieren heute Rücken zusammen. Wir haben also Schultern schon zusammen trainiert, wir haben Brust schon zusammen trainiert. Auf Ardas Kanal gibt es auch ein Armtraining und heute machen wir Rücken. Also ihr könnt auf jeden Fall wieder einiges mitnehmen, ihr könnt euch motivieren lassen und Gas geben. Motivation ist auch ein Stichwort, was wir uns gerade versuchen abzuholen. Ja, wir sitzen hier noch in der Chill-Out-Area. Booster. Haben die Garn am Start. Super. Aber ist schon chillig. Kann man machen, ja, warum nicht? Gehst du zur Massage eigentlich? Ja, safe. Yeah? Ja, safe. Also meinst du jetzt so wirklich so problembehaftete Massage oder jetzt einfach so Entspannungsmassage? Beides. Beides? Generell. Also so Physio gehe ich wirklich, versuche schon mal mindestens einmal die Woche. Sehr krass bei dir auch, du hast ja so Belastungen. Ja, safe, da muss immer so, nee, auch so Schiefständen und sowas. Ich habe Ja. eine schiefe Hüfte, Ja, dass halt dann nicht eine Seite mehr belastet wird als die andere. Da kann halt Ja. auch schnell auch Verletzungen so passieren. macht Sinn. Aber auch so Thai-Massage ohne Happy End gehe ich auch gerne, ja. Mach ich auch ab und zu. Ja. Aber Wo die sich einfach nur einmarinieren. Kennst du das? Ja. Die drücken einfach, die streichelt. Bruder, die springt da auf mir rum, das Ja, ist ja, asozial. Aber ich muss sagen, das ist schon sehr wichtig auch. Geiles Regenerationstool auch. Aber Safe. Auch gestern, was wir gemacht haben. Ja. Schön Saunagang, 15 Minuten, danach eiskalt geduscht. Beste. Danach fühlst du dich auf jeden Fall so wie neu geboren. Ich würde auch sagen, Schlaf, Massagen und diese Heiß-Kalt-Kombination. Also, aber immer die Kombination ist Killer für die Regeneration. Ja, Mann. Das ist schon am wichtigsten. Ich merke aber auch, ich habe die letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Deswegen muss uns heute Auch nicht, ja. auf jeden Fall der Booster die nötige Energie geben. Ich meine, gut gegessen haben wir. Trinkst du Aber auch Booster? nee, tatsächlich. Also ich trinke immer Booster, aber nur Pump-Booster, Ja. weil kann nicht schaden so. Und ich meine, ich empfehle das auch nicht jedem, vor allem wenn ihr Schüler seid oder so und auf euer Geld gucken müsst, ist Booster nicht das Priorität Ja, das 1 stimmt. Produkt, was ihr euch holen müsst. Da würde ich eher sowas wie Daily oder Whey nehmen, wo ihr viele Sachen mit abgedeckt habt. Allgemein so. Ich finde so diese Komplexprodukte, wo mehrere Sachen in einem sind, Sind Killer. sind so für Schüler, Studenten und so eigentlich immer am sinnvollsten erstmal. Ja, aber sonst so Stimulantien-Booster wie heute versuche ich immer nicht zu nehmen. Man wird auch schnell davon irgendwie abhängig, ja. Viele sagen dann, Ja, ohne Booster können du nicht mehr brauchst trainieren und es. so, ja. Ja. Aber es ist voll die Lüge. Also wenn ihr einfach so ins Training geht, dann ein paar Sätze gemacht habt, dann fahrt ihr auch richtig hoch. Heute aber, weil es wie gesagt auch ein langer Tag ist, heute die Nacht nicht so gut war und generell ja, da ein bisschen Power rein muss, klatschen wir uns einen Booster rein. Ich finde auch so, der Rücken hat sich bei mir am meisten verbessert, als ich gelernt habe, einfach Was ist für dich den so der Rücken zu einfachste, treffen. was ist für dich so der einfachste Muskel zu trainieren? Beine und Brust. Echt? Ja. Ja, so Brust ist schon, ich war schon immer stark bei Brust und hatte nie irgendwie Ansteuerungsprobleme. ja. Ich konnte irgendwie Brust machen und die ist gewachsen so. Man hat ja seine Körperteile. Ja,
Aber ich glaube, bei uns beiden ist Rücken so die Zone, wo man auf jeden Fall am meisten noch draufpacken Rausholen kann. Ja, ja. Rücken ist bei mir auch ein krasses Defizit. Allgemein, Ja. hatte ich ja beim letzten Mal bei meinem Video auch gesagt, allgemein die hintere Kette. Ja, So auch Beinbeuger noch. Beinbeuger und sowas. Ich habe auch einen sehr kleinen Hintern, ja. So, ich habe so, Po muss ein bisschen, Das müssen wir ändern, Bro. ja, da muss der Pfirsich noch ein bisschen reinkommen. Ja. Aber heute arbeiten wir nicht am Pfirsich, sondern Nein, am Back, Latt, Digga, am ja. fleischigen Latt. In diesem Sinne, bis gleich. So, erste Übung. Wir fangen an. Lat Pulldown für oberen Rücken eher. Wir lehnen uns ein bisschen zurück, ziehen die Ellenbogen nach hinten. Ihr kennt's, das sorgt auf jeden Fall auch für eine gute Breite. Wir haben beide das gleiche Problem. Wir haben einen tiefen Rücken. Arda macht viele Klimmzüge. Der hat richtig Fleisch in der Mitte vom Rücken, aber Aber außen so, ja. am Lat fehlt's und vor allem hier am Teres, der lässt den Rücken auch richtig breit erscheinen. Und deswegen ist die Übung auf jeden Fall sehr wichtig. Ist super einfach, kann man überall machen. Und ja, Hat eigentlich jedes Gym. macht Arda schon richtig. Deswegen kann man nicht viel falsch machen. Kann man auch mal ein bisschen asozial dran rupfen und dann geht das ganz gut. Ich muss sagen, der Kabel fühlt sich auch richtig gut an hier. Nebenher werden noch ein paar Bilder gemacht. Wir ziehen aber trotzdem unser Training durch. Wir machen hier jetzt 3, 4 Aufwärmsätze. Wie viele Arbeitssätze machst du eigentlich immer so? Eigentlich immer 4. 3 oder 4. Krass. Ich mache immer hoch. Aber bei mir ist halt so hohes Volumen. Ich mag halt hohes Volumen. Aber zum Beispiel jetzt bei dir, zum Beispiel, wenn ich mit ihm im Gym bin, ich richte mich immer nach dir. Ja. Und das knallt dann auch anders rein. Weil du halt immer diesen Wechsel hast. Ich habe gemerkt, diese 2 Sätze, das klatscht viel asozialer rein als diese Echt? 4. Allein von diesem, ich glaube jeder von uns kann das nachvollziehen, von diesem Kopfgedanke. Du weißt, ich habe nur 2 weiß Versuche jetzt so. Du gibst noch mehr, wenn ich jetzt sage, wir machen 10 Sätze Kniebeuge. Ja, ich machst weiß, was du erster Satz, zweiter Satz, du machst was du einfach so. Aber du Aber hast du immer machst noch ja so an 3, 4 im Tank. Aber du machst ja an sich trotzdem immer 1, 2 Sätze vorher, um den Muskel schon mal zu Ja, spüren. safe. Weißt du, was ich meine? Also die Leute denken So wie dann, jetzt, nee, ja. die Leute denken, du gehst 2 Sätze ran. Nein, Verstehst du? Ja. Also das muss man auch verstehen. Also Ja. 2 Sätze meinen wir nicht braucht damit. auch, das genau, braucht auch. 2 Sätze heißt nicht, dass du dich hier ransetzt, 2 Sätze machst und dann direkt gehst, sondern du machst schon 1, 2, Safe. 3 Sätze, so wo du noch mal Ja, ein zum bisschen reinkommen und dann 2 Sätze, wo du halt Safe. alles gibst. Ich sehe das oft. Die machen dann 3 Sätze oder 2 Sätze und stehen direkt auf. Also das ist so. Hey, mittlerweile, ich muss auch ehrlich sagen, nehmt eure fucking Handys und lasst die im Spind liegen. Weil ich sehe, die Leute kleben nur noch am Handy die ganze Zeit, die trainieren nicht richtig. Da seid ihr nicht im Fokus, da könnt ihr nicht vernünftig Gas geben. Nehmt eher die Zeit im Studio dankbar an, egal ob mit Trainingspartner oder alleine, für Zeit für euch zu haben. Nicht in dieser Bubble immer zu sein, am Handy zu chillen, das könnt ihr noch einen ganzen Tag machen, aber im Training gibt er Gas und feuert richtig so. Ich bin immer so ein bisschen enttäuscht. Sorry, dass ich so rant hier, aber Ja. so von unserer Generation. Wir wollen doch Gas ja, geben, aber wir die wollen Leute- doch auch stabil sein und keine Scheiße. Waschlappen, Alter. Komm, schön dehnen und. Ja. Genau. Weiter. Ja. Ja. Komm. Sehr gut. Rein da. Auf. Geht. Stabil. Jawohl. Komm. Und noch 2. Ja. Letzte. Sehr gut. Zugriffen bringen viel, wa? Ja, Mann. Das hat auch alles verändert bei mir. Weil der Unterarm kackt einfach immer schneller Immer, ja. als der Rücken. So, egal was du machst. Deswegen manchmal lasse ich die weg, so, wenn ich auch ein bisschen meine Unterarme kräftigen will. Aber so, wenn du wirklich Rückenmuskulatur aufbauen willst, dann sind Zughilfen ein Tool, was unumgänglich ist, weil du einfach dann noch mehr einhaken kannst. Ich sage immer so, die Hände sind eigentlich nur als Haken da und du ziehst eigentlich wie so eingehakt. Du greifst nicht richtig. Ich mache deswegen auch immer so, den Daumen über die Stange oder über den Griff und ziehe dann Genau, so. einfach so, ja. Ja, okay. Komm. Komm, 2 easy noch. Komm. Einer noch, komm. Zieh runter das Ding, komm.
Jawohl. Oh. So, Junge, jetzt sind wir da. jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Kannst du mal probieren mit Ja, Zugriff? klar. Das ist auf linke, musst du ausziehen. Links. So. Ja. So, Richtig wie der Papa, der seinem Sohn Ja, die ich schwöre, Schwimmflügel Digga, anzieht. das ist schön. Aber stolz. ja, so ist es. Auf geht's, Bruder, komm. Gas da, letzter Satz. Oh, nee, ist mehr. Machen wir mehr Gewicht. Machen wir mehr Das ist die richtige Einstellung, Junge. Machen wir mehr Gewicht. Es wird geballert hier. Let's go. Versuch richtig aus dem Rücken zu ziehen. Hier zusammenzugehen. Ja, genau. Und bleib hier hinten und lass nur auf den hier, genau. Ja, genau so. Genau so. Ja, komm, hinten bleiben. Ja, hier auf den. Super, sehr gut. Komm. Jawohl. Ja. Zug. Und noch eine. Langsam. Noch einer. Jawohl. Sehr gut. Stark. Ist anders, gell? Ja, Mann, ist ganz anders. Ich schenke dir zum Geburtstag. Du kannst auch, meine Freundin, liebe Grüße, hat die mir geschenkt zum Geburtstag. Mit Ah, dem okay, geil. Luca. Das ist geil. Bei dir kann ich AS machen Ah, oder ist so. ja, Mann. Also, noch ein paar Mal schlafen. Fahr mal schlafen. Also wir feiern jetzt Weihnachten nicht so krass, aber Ja. trotzdem so dieses, wir sehen das so als richtigen Familientag, weißt du? Geil. Alle zusammen sitzen, Schön. was essen. Das ist es ja auch eigentlich im Was? Endeffekt. Ist es ja im Es ist ja auch Endeffekt. so, weißt du? Aber damals in der Grundschule immer bei mir, ich war einer von 2 Türken vielleicht auf der ganzen Schule. Damals alle haben Weihnachten gefeiert. Ich dann auch immer so, Ja. ich will auch Weihnachten, weißt du, alle reden darüber. Und da haben es meine Eltern dann immer so für mich immer so gemacht so, oder für meine Aha. Schwester. Geil. Und ja, und dann hat sich das einfach so. Weißt du was ich wollte immer Zuckerfest feiern. Circa, ja. Ja. Weil Aber hatten wir auch ein, zwei wir hatten Jungs voll immer viele Türken bei uns in Ja, der ja. Schule. Und die hatten immer Zuckerfest und es ging abartig ab so. Die haben kranke Aber Party. guck mal, ich liebe gemacht. sowas, ja, wenn das so verbindet, weißt Ja, du, so Mann. auf verschiedene. Ich war dann immer bei denen bei Zuckerfest. Ja, ja. Ich habe alles mitgenommen, was ging. Alles, alles ist genau was gegen dich. Fettsackmodus. Let's go. Wow. Sauber. Wirklich easy. Easy, komm, 2 will ich noch sehen. Easy, komm. Runter. Und letzter. Komm. Komm. Jawohl. Ja, Einer geht noch, komm. hier ist richtig schwierig, aber sich auf den Links- Rücken zu ja, ich fokussieren und nicht aus den Armen zu ziehen. Next one. Meine Lieblings-T-Bar-Rudermaschine. Watson, Baby. So, ja. Das ist geisteskrank. Das ist auch die einzigste T-Bar, wo ich asozial Muskelkater krieg. Weiter. Auf geht's. Ja. Komm, geht. Schön. Komm hoch. Zieh. Ja. Weiter. 2. Komm, und die letzte. Hoch, 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 hoch. Ja. Jawohl. Easy. Jawohl, zieh hoch die Scheiße. Komm, schelf nicht. Komm. Einer, easy noch, einen noch so. Komm, einen noch, komm. Komm hoch. Jawohl. Oh, war der asozial. Aber übel geil, die Maschine, Mann. Krank. Hui! Die betoniert richtig, Alter. Geistkranke Maschine. Geil. Ja, Watson T-Bar ist schon super. Die sieht man selten, ne? Ja, die ist
von der Amis. Machen wir die jetzt. Die ist auch gut. Ja, die ist auch gut. Hä? Ist auch richtig geil. Das Einzige, was mich bei diesen neuen Gym 80 Maschinen abfuckt, ist dieser Sattel, Alter. Weil mit mehr Gewicht bist du wie auf einem Kamel. Aber sonst echt gut. Und zieh das richtig nach hinten. Lass die Brust drauf und die Schultern wandern hier ums Pad. Ja, Mann, richtig Stretch holen. Genau. Aber da kommt schon ein Turtle raus. Wir sind hier Multitasking. Wir machen hier Content, nicht nur für euch da draußen. Hey, deswegen jetzt auch pausieren und mal in die Abo-Box sliden. Ich habe gesehen, es haben noch viele nicht abonniert und deswegen ja, lasst gerne ein Abo da. Machen wir die halbe Mio auf YouTube voll. Wäre auf jeden Fall Ehre und ja, Mann, hier wird auf jeden Fall feinste Videomaterial für euch produziert. Puh. Oh, ja. Let's go. Schön hier rein. Sehr gut. Jawohl. Jawohl. Komm. Komm. Jawohl. Ja. Komm. Ja. Auf. Ja. 3. 2 noch, komm. Und die letzte. Top. Versuch ein bisschen mehr die Negative mitzunehmen. mitzunehmen. Ich lass zu schnell abwarten. Ja. Weil die Negativphasen generell ist eigentlich die exzentrische Phase, wo man das Gewicht ablässt. Passiert so viel Hypertrophie-Reiz, ist schade, die nicht mitzunehmen. Ja. Weil dann kannst du auch wieder in der Umkehrposition mehr Kraft sozusagen forcieren, um dann das wieder rauszuziehen. Weil man kennt das ja, wenn man so reinbounced, Ja. dann ist es übel unkontrolliert und du hast gar keine Spannung auf dem Muskel. Und so kannst du den Umkehrpunkt perfekt abfedern und dann wieder bam, fokussiert rausziehen. Ist auf jeden Fall auch ein Gamechanger für den Muskelaufbau. Glaubt ihr, wie würdet euch in der Sportart das jeweils andere machen? Also Ada auf der Bühne und du auf der Rennstrecke? Bei ihm sieht man noch stabil. Bei mir sieht es ganz mies aus. Ich bin Aber jetzt im jetzigen Standpunkt? Generell. Bruder, wenn ich jetzt, ich glaube, wenn ich so auf die Bühne gehen würde, die Leute würden schreien, was macht der Zahnstocher da oben? Überleg mal, du machst es Bring doch. den Hautständer runter und so. Ich schwör's dir. Nein, ich meine, es würden sich beide wahrscheinlich nicht so gut anstellen, um ehrlich zu sein. Aber einfach aus dem Grund, weil wir ja ganz anders unsere Sportart spezifisch ausgelegt haben. Was ich noch recht gut kann, muss ich sagen, ist so ein bisschen Schwimmen. Echt? Machst du ja auch ab und Geil, zu. geil. Da kann ich mal, da bin ich nicht so schwer im Wasser Ja. und da kann ich schon gut mit der Ausdauer einfach das machen. Bei mir ist viel mehr dieser Wie ist da so? Bewegungsapparat beim Joggen zum Beispiel. Deine Meine Waden machen Knie, sehr- Waden, der Muskel, der wird Ja, zugemacht. allein die Innenschenkel, die Ja, rein, du kriegst direkt eben. Wunden und so was. Ja. Allein von dem, wie sagt man, physiologischen ist es halt Aber im schwierig. Fahrrad kannst du ballern. Fahrrad bockt sich. Ja, ballern. Fahre ich auch jeden Tag eigentlich. Wie ist bei dir beim Schwimmen so Pump kriegen und so direkt? Auch asozial. Asozial, wa? Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist halt eben Sauerstoff, nimmt mein Körper gleich. Das habe ich auch mit Islam beim Kampfsport gemerkt, dass wir gerungen haben, gerade am Boden beim Ringen. Wenn du Die Power, Slings, ja. wenn du Power Aufwärmen anwendest, Bro, der Muskel, der macht direkt zu. Ja. Ich hatte nach 20 Minuten Ganzkörperpump. Körperpump, ja. Das war krank. Deswegen ist auch viel Techniksache natürlich. Und Und Gewohnheit. Es ist Gewohnheit. Der Körper, die Muskulatur merkt sich ja, was er von dir will. Ja. Er weiß, was er von ihm will. ich muss aber sagen, bist ich du- habe da auch ultra Bock drauf. Weil mich hat da mein ehemaliger Dozent, Grüße an Herrn Lang, wenn du das siehst,
Der war ein krasser Typ. Der hat erst Bodybuilding gemacht, 20 Jahre. Ja. Auf Bühne und so, sah auch krass aus. Und dann hat er sich umtrainiert und hat so Ironmans gemacht und so. Geil. Das ist krank. Der hat einfach in seinem Leben beides auseinandergenommen. Das ist So geil. erst Muskelaufbau Ja. maximal und dann so maximale Ausdauer und so Langzeitgeschichten. Geiler Auch geil. Typ, ja. Feier ich Geiler so. Typ. Deswegen, vielleicht nach meiner aktiven Karriere ein bisschen mehr. Ja, vielleicht gehe ich auch noch mal auf die Bühne. Stellt euch Also. vor, türkische Superstar. An welcher Gewichtsklasse wäre ich? Was wiegst du? 78? Wie sind Beine bei dir halt? Ja, vielleicht bin ich glaub, bei den Mans Badehosen. Mans Physik, Mans Physik könntest du jetzt schon gut mitmachen. Echt? Also wenn du shredded wärst. Muskelmasse hast du genug dafür. Wer will Arda auf der Bühne sehen? Cyborg Season 26 ist das dann. Jawohl. 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 Oh, einer noch. Einer noch, komm. Zieh, 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 zieh. Jawohl. Bruder, einfach perfekt geholfen. Hey? Geisteskrank. Genau, wo ich nicht mehr Der konnte kann in der noch Phase. Tick, So. kleine Tick. Ah, geil. Dann will man immer drin bleiben, dann will man noch mehr machen. Ja. Mach ein bisschen leichter jetzt auch, den Leichter? zweiten. Ja. Jetzt auf jeden Fall über 10 Wiederholungen Ja. und versuch richtig die Negative mitzunehmen. Richtig kontrolliert jetzt. Schön langsam. Ja. Und auch aus dem Latt nach hinten ziehen. Ja, genau so. Komm. Langsam zurück. Langsam, langsam, langsam. Und jetzt Umkehrpunkt. Genau. Langsam. Auf. Ja, genau dem Tempo. Genau das Tempo. Komm weiter. Bleib in dem Pace. Komm. Ja. 3. Komm, dabei. 2 noch. Auf. Ich bin da. Komm. Komm jetzt. Letzter Satz. Und noch eine. Noch eine geht. Auf. Finish. Finish. Gut. Ballert anders, gell? Ja, Mann. Man hat auch viel mehr Ansteuerung. Auch dieses Volumen auch schon mal hingegangen bist, Ja. hast du direkt gemerkt, weißt du? Hier, Ja, direkt rein. geil. Stark. So, als letztes machen wir hier einen Supersatz aus hinterer Schulter und Überzüge am Kabel mit dem Seil. Ist einfach A, eine Möglichkeit, ein bisschen Zeit zu sparen. B, sind es 2 verschiedene Muskelgruppen sozusagen. Wir finishen den Lat mit Überzügen und machen hier die hintere Schulter. Hintere Dies- Schulter ist meiner Meinung nach am meisten underrated. Weil dann kriegst du erst diesen 3D-Look von der Safe. Seite, so richtig diesen Bomb. 100%. Siehst du auch Viel- bei Ada hier Bei vordere mir geht eine vordere Schulter. Schulter, Sehr ausgeprägt. Auto, genau. Bei mir genauso. Weil vordere Schulter, du hast bei jeder Drückübung, bei allen vordere Schulter, also eigentlich an sich, Bro, bei allem, was du im Bro, Leben Mann. machst, du bist immer Vordere vorne Schulter. am Arbeiten. vordere Schulter muss man eigentlich an sich gar nicht richtig nochmal isoliert trainieren. Ich sehe voll Nein. viele, die machen immer Ja. noch Front, so Lass links. es weg, mach das nicht. Macht lieber, fokussiert lieber, macht lieber eine Übung noch für hintere. Hintere, genau. Weil auch viele Leute jetzt rein auf Dings, die auch viel Liegestütz oder Dips und sowas machen, das immer, das ist so viel. Safe. Jawohl. 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 Komm. Ohne Witz, vorher dachte ich niemals, kann ich so ein Training durchziehen. Und schon sind wir da. Deswegen, wenn ihr mal nicht so gut drauf seid, einfach anfangen. Einfach machen. Gerade auch in der Wettkampfvorbereitung, an Tagen, wo man nicht gut drauf ist. Einfach ins Studio gehen, anfangen. Fühlt sich scheiße an. Auf. Geht. Und dann seid ihr drinne. Komm. Ja. Langsam Negative. Mach die richtig schön kontrolliert. Genau so, Bruder.
Dehnen und rein da. Langsam. Gegenarbeiten. Komm. Lass dich nicht lösen. Yes. Yes, Cindy. Komm. Auf. Schön ganz rein. Nicht reißen. Nicht reißen. Komm. Brust raus. Ja, geil. Hast du gemerkt? Ja. Weil wenn du so loslässt, dann ist kein Lack da und so. Das ist eine Sache. Guck mal, das finde ich so geil. Wenn ich mit dir trainiere, allgemein Ego und sowas, kannst du Dings. Scheiß Weil ich auf weiß, Ego. er ist der. Ich kann in der Sache sehr viel von ihm lernen und ich saug das direkt auf. Weißt du? Weil bei mir, wenn ich so Klimmzüge mache und so, ist alles immer dieses, immer Schnelle, Kampf gegen die Zeit. Ja. Schnell reißen, bam, bam, Wiederholung. Aber wenn du dann diesen Gegenpol hast, dass du dann dieses, auf diese andere, das gibt den ganz anderen Reiz. Und das wird dich auch stärker machen bei den Klimmzügen. Ja, wiederum. safe. Genau, Am weil du, Ende. halt, weil du den Körper ganz anders belastest. Auf eine andere Art und Weise. Schon sehr wichtig, das auch durchzuswitchen. So explosive Sachen kann man auch machen. Zum Beispiel bei Kniebeugen musst du jetzt nicht langsam Ja, oben du hast- rausgehen, sondern da willst du bam, explosiv Bam, raus. Genau. Aber bei sowas wie bei Beinstrecker zum Beispiel, da tust du immer die Negative auch gut mitnehmen und so. Deswegen ist geil. Bockt sich aber auch mit dir zu pumpen, Alter. Danke, Ich habe gerade schon gesagt vorher, ich war gar nicht so da. Ich dachte mir, ey, wir sollen jetzt noch einen Workout Ja, ja. abreißen. Jetzt bin ich voll drin. So. Aber kennst du das? Einmal an den Tagen, wo du denkst, du hast eigentlich gar keinen Bock oder das wird scheiße, Läuft's kommen krass. immer die geilsten Trainingseinheiten. Ja, weißt du? safe. Ich sag auch immer Und einfach dann so machen. Trainingseinheiten, wo du denkst, boah, heute wird richtig geil, Ja. dann denkst du dir so manchmal so, ah, nee. Wie war das auf deinem Lauf eigentlich? So, wo du mal Tage hattest, wo du dir dachtest, ey, es pisst, meine Beine sind Ja. durch. War das dann auch so beim Laufen, dass es dann geil war? Oder war Manchmal ist es dann halt so dieses, wenn du dann so Orte siehst, die dann so geil sind, Ja. weißt du, so in den Bergen und so, dann denkst du dir so, boah, Gott sei Dank bin ich losgelaufen, dann hätte ich das nicht gesehen, weißt du? das krass? So, Wie an dem einen See, wo ihr dann Ja, ja, reingesprungen safe. seid. Das habe ich so gefeiert. Das habe ich mies gefeiert. aber du weißt, Bro, auch wie beim Bodybuilding oder Dings, manchmal hast du auch lange Durchstrecken und da Ja, kommt gar kein safe. Glücksgefühl, du denkst dir, was für eine Scheiße, was Was mach war ich ich eigentlich? eigentlich? Was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Das haben wir uns heute Morgen auch gefragt. Ja, So, ja. ey, warum machen wir das eigentlich, was wir tun? Ich schwör's dir. Irgendwie. Und dann war die Antwort einfach, weil es geil ist. Ja, ist so. Dieses Gefühl danach ist unersetzbar, meiner Ja, Meinung nach. schon dieses Gefühl danach, Danach, eigentlich. ja, ist so. Weil währenddessen, du quälst dich Ja, ja ja, schon. währenddessen ist Es tut dir eigentlich nur weh. 100 Aber auch das ist irgendwie geil. Ja, so. Mann. Weiß ich nicht. Vor allem, weil es auch nicht jeder kann. Das ist irgendwie das, was mich auch Ja, so Mann. fasziniert. Okay, last one. Let's go, komm. Jawohl. Jawohl, komm. Komm, Geht. schleif dich. Jawohl. Zieh rein. Zwei noch. Einer noch. Geht. Alleine Komm, zurück. komm. Komm. Ein wenig. Ah, wenn ihr mal cheaten geht und isst ordentlich, dann hängt nicht daheim rum, sondern geht auch trainieren. Weil Wer fressen kann, muss auch trainieren. diese Kalorien kommen auch richtig asozial an im Muskel. Auf, komm. Geh bis hier. Ja. Komm, schön. Der war richtig smooth. Und halt die Ellenbogen innen. Ja. Rein, dehnen und rein. Sehr gut. Genau. Super. Komm, quetsch meine Finger zusammen hier. Auf. Geht noch. Weiter. Das ist der letzte Satz hier für heute. Zieh durch. Komm, langsam. Nicht schnell werden. Geh in den Schmerz rein. Komm, noch 2. Genau so. Jede Wiederholung gleich. Die letzte wie die erste. Komm, finish. Sehr gut. Super. Geil. Jetzt noch hintere Schulter und dann fertig. Jawohl. Komm. 2 noch, komm. Komm. Jetzt vorbei. Geil. Ist schwierig hier zu helfen bei Ja, der ja. Übung.
Wir haben Titanic fast gemacht. Ich schwör's dir. Aber war gut. Auch gerne ein bisschen mies. Ja, weiter geht's. Langsam zurück. Genau, dehnen. Jawohl. Komm, Bro. Nacken rausnehmen. Yes. Sehr gut. Komm, jetzt zählt's. Komm. Jawohl, noch eine. Top. So, Leute, das war's. Rückentraining von Arda und Urs. Das Seilbär-Rückentraining. Wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, macht es gerne, probiert es aus. Sagt uns, wie ihr das fandet und gebt Gas weiterhin. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ganz wichtig. Lasst Abo bei uns beiden da und unterstützt uns gern bei ESN. Wie gesagt, entweder mit Code ARDA oder Polacco. Und direkte Unterstützung bei Day One im Shop oder bei Miracle Wear. Und dann habt ihr auch stabiles Pump-Cover oder stabiles Running-Cover oder was auch immer ihr da draußen, welcher Passion ihr nachgeht. In diesem Sinne, danke dir, Bruder. Dankeschön, Bruder. Wir haben wieder stabil Gas gegeben. Ja, Mann. Checkt auf jeden Fall Arda ab und wir sind raus aus Hamburg. Adios.